Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Die Idee zu meinem heutigen Bild habe ich bei Spaziergängen mitgebracht. Und zwar gibt es hier mehrere Straßenzüge, an denen Kirschbäume stehen, und die standen neulich in roten und rosafarbenen Blüten. Und so habe ich mir die rote Farbe genommen und streiche heute einfach mal nur die Ränder meiner quadratischen Leinwand an. Und das ist etwas, was ich normalerweise nicht tue. Ich würde sie normalerweise komplett streichen, aber mein heutiges Experiment ist, dass ich einfach mal den Hintergrund in der Mitte unberührt lasse und dann mein neues Rakelwerkzeug ausprobiere. An dieser Stelle möchte ich mich sehr herzlich bei meinem Vater bedanken, der mir dieses wunderbare Werkzeug gebaut hat, und ich konnte es bei diesem Bild endlich zum ersten Mal benutzen. Um den Kirschblütenton der schön blühenden Bäume nachempfinden zu können, mische ich mir auf meinem Rakelwerkzeug dann die Farben Karmin, Persisch-Rosa und ein bisschen Goldfarbe an und rakel dann meine erste Bahn, die natürlich jetzt etwas anders ist, weil das Rakelwerkzeug genau die Breite meiner Leinwand hat. Das heißt also, ich erwarte heute andere Strukturen als die sonst auf meinen Rakelbildern entstehen. Ich kann schon sehen, dass die Idee, die ich hatte, dass der Hintergrund ein bisschen weiß bleibt, wahrscheinlich auch funktionieren wird, weil ich nämlich nach der ersten Bahn schon sehen kann, dass bestimmte Stellen nicht von Farbe bedeckt sein werden. Und ich bin deshalb gespannt, wie das Bild am Ende aussieht. Ich habe auch endlich eine neue Flasche Titan Bafel und die kann ich natürlich ganz wunderbar für dieses Bild gebrauchen. Und der eine oder andere hat es vielleicht schon bemerkt, ich habe mein Rakelwerkzeug zwischendrin nicht gesäubert. Und das liegt einfach daran, dass ich so ein bisschen die rosafarbenen Töne mit in dieses Bild holen will. Und wenn ich das Titan Bafel benutze und vorher das Karmin hatte und auch das Persisch-Rosa, so ergeben sich ganz wunderbare Farbabstufungen, Schlieren, und man kann auch inzwischen die Inseln dieser Rakeltechnik sehen. Dann habe ich mir überlegt, dass ich die Goldfarbe, die ist diesmal von Golden, die Fluid Acrylics, direkt auf die Leinwand aufbringe, weil ich mir davon einen besonderen Effekt als Farbschicht verspreche. Ansonsten würde das Gold als transluzente Metallicfarbe, um genau zu sein, einfach untergehen. Und wenn ich das als eigene Schicht auf die Leinwand bringe, dann habe ich in jedem Fall die Chance, die Goldfarbe hinterher an den Stellen sehen zu können. Die Farbe Karmin von Amsterdam Acrylics ist ein sehr dunkles Rot. Ich meine sogar in der Standardserie das dunkelste Rot, was sie dort zu bieten haben. Und hier kann man ganz schön sehen, wenn ich dazu helle Farben verwende, dann wirkt die Farbe auch viel heller. Ich habe vor einigen Wochen ein Bild gerakelt, das hat diesen Farbton in Kombination mit Schwarz und der Metallicfarbe Silber. Und da wirkt der Rotton, obwohl er aus der gleichen Flasche stammt, ganz anders. Viel dunkler, viel geheimnisvoller. Und hier habe ich es fast mit einem frischen, rosafarbenen, roten Ton zu tun, der sehr lebendig wirkt und auch teilweise sehr natürlich. Ich benutze verschiedene Kameras und deshalb sehen die Rottöne aus der einen Perspektive etwas heller aus, aber so ganz so hell ist dieses Rot einfach nicht. Das liegt aber tatsächlich an der Kamera und das werdet ihr nachher sehen, wenn ich euch das Bild einmal aufhänge, wie der Rotton denn tatsächlich geworden ist. Ich habe zwischendurch noch die Perlfarbe Rot eingesetzt, um diesem Bild, wenn es denn getrocknet ist,
nochmal einen zusätzlichen rötlichen Schimmer zu verleihen. Der eine oder andere, der meine Videos gesehen hat, der weiß, dass ich sehr gerne Perlfarben einsetze, weil die hinterher mit einem perlfarbenen Schimmer auftrocknen. Und das verleiht den Bildern nochmal zusätzlich etwas sehr Edles. Jetzt schauen wir uns einmal gemeinsam mit der Kamerafahrt das noch nasse Bild an. Und hier kann man sehr schön sehen, dass die goldene Farbschicht, die ich vorhin dazwischen gerakelt habe, gut sichtbar ist. Ich habe hier einzelne Stellen, die mich immer wieder an diese Kirschblüten erinnern, an denen ich bis auf die Leinwand hinunter gucken kann. Und wenn am Rand diese Inseln auftreten, kann ich auf das dunkle Karminrot schauen. Und ich kann auch schon den ein oder anderen perlfarbenen Schimmer entdecken, den ich mit dem Perlrot in dieses Bild gerakelt habe. Und ich finde diese Farbschlieren und diese Mischungen der Farben für dieses Bild und meine Idee sehr gut geeignet. Bei der getrockneten Version des Bildes kann man sehen, dass die Farben grundsätzlich dunkler aufgetrocknet sind, das Gold wunderbar hindurchschimmert und auch die angetrocknete Perlfarbe die Struktur richtig schön herausbringt und das Bild auch noch teilweise glänzen lässt. Schön finde ich auch diese dunkleren Farbtöne, die zwischendurch auftauchen und mit den rosa Farbtönen noch changieren. Es ist ein Bild mit großzügigen Farbflächen entstanden, aber ebenso mit ganz wunderbaren Details. Jetzt könnt ihr das gerakelte Bild an der Wand einmal betrachten und ihr seht, dass der Rotton in dem anderen Licht, es ist ein wärmeres Licht, etwas anders aussieht. An Stellen, wo mehr Karminrot aufgetragen worden ist, wirkt das Bild dunkler und dort, wo ich die goldene Farbe da drin habe, das Perlrot und das Persischrosa, habe ich viel leichtere und hellere Strukturen. Und ich mag es auch, dass mein Rakelwerkzeug ein paar Texturen auf die Leinwand gebracht hat, denn das gibt diesem Bild eine gewisse Lebendigkeit und man kann sich immer wieder neue Details anschauen. Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich sehr über konstruktive Kommentare. Und ich freue mich auch sehr über ein Like. Und dann hoffe ich, dass du noch einen schönen Tag hast und wir uns bei meinem nächsten Video sehen.